Hallo Leute, ich bin Wolf von Black Friday und heute stelle ich euch den Medic Backpack Made in Austria vor, die Golden Hour Medic Bag. Alles, was ihr darüber wissen müsst, das erfährt ihr in diesem Video. Zuallererst mal, warum Golden Hour? Die Golden Hour ist die eine Stunde, in der oft das Leben eines Patienten besonders gefährdet ist und von der auch alles abhängen kann. Und in diesem Rucksack ist alles drinnen, um das Beste für den Patienten rauszuholen. Generell so, warum bauen wir auf einmal einen Rucksack? Wir haben uns sehr viele Dinge angeschaut, die schon am Markt verfügbar sind und möchten mit unserer Golden Hour Medic Backpack einen neuen State-of-the-Art Standard setzen, um Innovation und Produktentwicklung weiter voranzutreiben. Ihr werdet hier in diesem Video einen Überblick kriegen über die verschiedenen Features und sozusagen auch Größen, Taschen und Co. der Golden Hour Medic Bag. Aber ihr werdet vor allem auch sehen, viele Dinge, die ihr vorher noch nie woanders wahrgenommen habt. Und genau darum geht es heute. Generell ist zu sagen, dass bei der Golden Hour Medic Bag diese in 3 verschiedenen Varianten verfügbar ist. Ich habe auf der einen Seite eine Size Large, Size Small und ich habe dann auch noch eine Low-Vis-Variante. Wie sich die Varianten voneinander unterscheiden, das werde ich auch nochmal in einem separaten Video im Detail vorstellen. Wir schauen uns jetzt heute Folgendes an, die Golden Hour Medic Bag Small, die sich außer von der Größe mit den Features genau dasselbe kann. Und bei der Low-Vis-Variante habe ich eben hier einige Dinge sozusagen, die unauffälliger sind. Ja, ich würde sagen, starten wir direkt hinein und schauen wir uns einmal die Vorderseite an. Generell hier beim Frontpanel seht ihr, ich habe hier eine große Patchfläche, wo ich Einheitspatches, Erkennungsmerkmale und Co. anbringen kann. Und was hier eben das Besondere ist, also generell zum Rucksack, der gesamte Rucksack ist aus 500D Cordura bzw. Laser-Cut-Laminat gefertigt. Und hier vorne habe ich eine Tasche, die ich öffnen kann, die bis ganz nach unten geht und die auch bis auf die andere Seite des Rucksacks geht. Das ist sozusagen zur Vorderseite. Wenn ich mir jetzt die Rückseite anschaue, dann sehe ich hier, dass ich hier auch wieder einen Reißverschluss habe, der bis ganz nach unten geht, auch bis ganz hinüber. Ich kann hier verschiedenste Dinge drinnen haben, wie hier zum Beispiel eine Beckenschlinge und, oder eben auch Bergetücher und Co. Also was ihr hineingebt, das ist ganz euch überlassen, kann nach Setup und Konfiguration sich unterscheiden. Das nächste, was ich da habe, das sind die Träger. Hier habe ich jetzt die dünnen Träger. Die dünnen Träger, die sind sozusagen standardmäßig mit dabei. Es gibt auch noch hier sozusagen die Heavy-Duty-Träger, die ca. 10 mm dickes Polstermaterial haben, also gerade auch wenn ihr einen schweren Rucksack habt, den ihr über längere Zeit tragen möchtet. Ob ich die dünnen oder die dicken Träger nehme, das hängt ganz davon ab, mit welcher anderen Ausrüstung ihr den Rucksack verwendet. Ja, jetzt haben wir uns die Vor- und die Rückseite angeschaut, aber das ist noch nicht alles, weil was eben bei der Golden Hour Medic Bag auch ist, dass ich überall auf der Seite auch noch Aufnahmen habe. Ich habe nämlich hier auf der Seite eine Molle Spacing Montageplattform, wo ich mittels dieses mitgelieferten Streifens, den kann ich auch entfernen, der ist am Rucksack auch gesichert, kann ich eben, so wie zum Beispiel auf dieser Seite, SCP-02 Tourniquet Pouches anbringen, sodass ich direkten Zugriff darauf habe. Ich kann hier oben zum Beispiel auch eine Scherentasche anbringen, kann hier auch direkt rausziehen sozusagen. All diese Zubehörteile, die ich euch jetzt gezeigt habe, die findet ihr auch bei uns im Online-Shop. Und ja, das ist es eigentlich zum Äußeren der Black Friday Golden Hour Medic Bag. Aber jetzt schauen wir uns das an, auf das jeder von euch gewartet hat, nämlich wir schauen uns das Innere an. Generell so nochmal zum Inneren, die Golden Hour Bag Large und Small unterscheiden sich dahingehend voneinander, dass sie einfach unterschiedlich viel Volumen aufnehmen. Von den Features her sind sie komplett ident. Und ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das an von innen. Hier seht ihr jetzt einmal sozusagen die Golden Hour Medic Bag Small voll bepackt. Was ihr schon klar seht, hier sind mehrere Taschen und Co. drinnen und die schauen wir uns jetzt auch im Detail an. Generell ist zum Innenleben des Rucksacks zu sagen, dass er auf der Innenseite sowohl auf der Rückenseite als auch auf der Vorderseite komplett mit Velcro ausgekleidet ist. Flausch-Velcro, das heißt, alle Taschen, die ihr hineinkleiden wollt, die müssen mit Hakenklett versehen sein. Jetzt habe ich hier mal
die allererste Taschenart, nämlich für Rot, Blau, Schwarz. Diese Taschen kommen sozusagen in dieser Form. Ich habe hier eine ganz klar visuell sichtbare Farbe auf der Vorderseite. Und wenn ich das Ganze öffne, dann kommen wir auch schon dahin, was die sozusagen ausmacht. Ich habe hier auf der Oberseite ein Loch-Pattern. Hier habe ich jetzt die schwarze Tasche dazu, um euch das nochmal besser zu zeigen. Und in diesem Loch-Pattern kann ich verschiedenste Dinge anbringen. Und gerade auch da das Ganze farblich auch hinterlegt ist, kann ich auch, wenn ich kleinere Gegenstände anbringe, kann ich das Ganze richtig, richtig gut sichtbar machen. Und das heißt, ihr könnt mit Hinblick auf die Organisation eure Ausrüstungsgegenstände sowohl auf dem Deckelpanel als eben auch einfach sozusagen in der Tasche an sich organisieren. Ja, wer genau hingeschaut hat, der hat gesehen, es gibt aber nicht hier nur Rot, Blau, Schwarz, sondern es gibt eben auch diese Taschen hier, die see-through sind. Und das Spannende hier ist jetzt ja, hey, Black Trident, warum habt ihr eigentlich kein Mesh verwendet und warum habt ihr kein Klarsicht verwendet? Das erkläre ich euch, weil all das hat einen besonderen Grund. Generell, diese Medic Bag hat Dutzende Iterationsschleifen durchlaufen, bis sie jetzt in der aktuellen Form da ist. Und was bei diesen Taschen das Besondere ist, erstens, ich habe keine Klarsicht, weil jeder, der Klarsicht verwendet, der weiß, das Ganze hat ein Ablaufdatum, das Ganze wird irgendwann kaputt werden, wird vergilben und Co. Was ich hier eben wirklich habe, ist, das ist für die Ewigkeit gebaut. Das zweite, was ich habe, und das ist super spannend, das seht ihr nämlich an dieser Stelle, ihr könnt auf Ausrüstungsgegenstände, so wie zum Beispiel in meinem Fall jetzt hier die Handschuhe, schon von außen zugreifen. Und das ist eben wirklich ein Gamechanger, weil das könnt ihr weder bei Klarsicht noch bei Mesh-Taschen machen. Und was ich natürlich auch habe bei den Mesh-Taschen, ich kann dadurch, dass ich hier eine Struktur habe, sozusagen das ist durchgängig, kann ich eben auch Gegenstände mittels Shockcord und Co. an der Deckenklappe daran befestigen und sozusagen auch nochmal meine Organisation verbessern. Generell, diese Mesh-Taschen kommen im Dreier-Set. Es gibt hier sozusagen eine Small, Medium, Large, die eben sich dahingehend unterscheiden, dass die Large-Plattform zusätzlich auch noch an der Innentasche klettert. Das heißt, ihr könnt auch zum Beispiel, wie hier, diese kleine Tasche hier drin hineinkletten, um nochmal mehr Organisation zu haben. Ja, diese ganzen Taschen, die könnt ihr sozusagen auch unterschiedlich konfigurieren. Je nachdem, was für euch Sinn macht, habt ihr hier unterschiedliche Möglichkeiten. Jetzt kommen wir aber noch zu einem Spannenden, das ist jetzt hier nicht verbaut, aber das seht ihr hier schon. Das ist nämlich das Panel. Beim Panel ist es so, es gibt sowohl für den großen als auch für den kleinen Rucksack ein Panel. Generell wichtig, es liegt in der Natur der Sache, das Large Panel könnt ihr nicht auf der Small Golden Hour Medic Bag bzw. dem Lovis montieren, weil das zu groß ist. Aber dieses Panel kann euch nochmal die Möglichkeit geben, eure Erste-Hilfe-Artikel richtig zu organisieren. Ihr seht, wir haben hier verschiedene Loops dabei. Diese ganzen Montage, Shockcord, Sachen und Co., die sind alle schon im Set enthalten. Und was richtig spannend ist, und deswegen habe ich auch am Anfang über die Vorder- und die Rückseite des Rucksacks gesprochen und wo denn überall die Zipverschlüsse sind, das ist nämlich, dass ihr diesen Rucksack so aufbauen könnt, dass ihr alles von einer Seite bedienen könnt. Beim Panel habe ich die Möglichkeit, es in verschiedenen Varianten, also je nachdem, wie du es klappen möchtest, anzubringen. Ich kann auf der einen Seite natürlich in diese Richtung, aber eben auch je nachdem, ob ich es längsseitig haben will. Es geht in jede Richtung und sowohl für die Vorder- als auch für die Rückseite. Überall im Rucksack drinnen sind Montagepunkte, sodass ihr hier unten und hier an der Seite das Ganze anbringen könnt. Ja, und letztendlich habt ihr die Möglichkeit mit dieser Konfiguration, ich habe hier jetzt auch auf dieser Seite den Reißverschluss, habe ich einerseits auf dieser Seite einen Reißverschluss und hier hinten und ich kann jetzt auf alles, was ich in diesem Rucksack habe, von einer Seite zugreifen. Und das ist natürlich gerade, wenn man, sage ich mal, nicht immer alles drehen und wenden will, genau das Richtige. Ja, dann auch noch ein super spannendes Zubehörteil für die Organisation drinnen, das sind die Lochpanels. Beim Lochpanel, die sind auf der Rückseite eben auch mit Klett versehen und ihr könnt dadurch auch andere Objekte, wie zum Beispiel hier, ich habe jetzt eine Sauerstoffflasche, das Ganze in eurem Rucksack organisieren. Da alles im Inneren des Rucksacks mit Klett versehen ist, macht es auch keinen Unterschied, ob ihr das Ganze quer oder vertikal anbringt.
Wie ihr das Ganze kalkuliert, ist vollkommen euch überlassen. Jetzt auch nochmal kurz am Ende ein kleiner Wrap-up. Was macht denn die drei Größen so unterschiedlich? Also generell, wenn man sich die Größe Small anschaut, so teilt sie dieselbe Volumensgröße wie die Low-Vis-Variante. Was bei der Low-Vis-Variante natürlich nicht da ist, das ist der Strap, der rundherum geht, wo ich so noch zusätzliche Ausrüstungsteile anbringen kann, weil wir sind ja Low-Vis. Ja, was auch noch super wichtig ist, gerade was alle drei Rucksäcke betrifft, alle drei Rucksäcke haben beim Handle hier oben, der ist verstärkt und auch innen verstärkt angenäht. Das heißt, dieser ist auch jumpable von uns ausgeführt. Ihr könnt dann auch zum Fallschirmspringen und Co. nehmen, der hält das aus. Ja, von der Größe Small auf Large, da unterscheidet sich rein die Größe und so an sich. Das ist alles, was ich euch zur Black Trident Golden Hour Medic Bag in diesem Überblicksvideo zeigen kann. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie super gerne in die Kommentare. Aber was noch viel wichtiger ist, drückt den Abonnieren-Button hier bitte bei YouTube. Lasst euch ein Like da, super gerne noch einen Kommentar. Sagt uns auch, was für Videos oder welche Details euch noch bei der Golden Hour Medic Bag noch interessieren würden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang von Black Trident.